Ich habe keine Ahnung mehr, wer von uns die Idee hatte, den westlichsten Punkt Japans aufzusuchen. SBK on Tour ist auf jeden Fall auf Yonaguni angekommen. Wie wir hierher gekommen sind, das seht ihr jetzt gleich in diesem Video. Morgen werden wir dann auf der Insel zum westlichsten Punkt laufen. Das könnt ihr euch dann mit uns zusammen ansehen. Und jetzt erstmal Gruß an die Welle. Ja, und wo ist Yonaguni, dieser westlichste Punkt Japans? Mit ein wenig Landeskunde kommt man wahrscheinlich schnell auf Okinawa, hat damit aber nur die Präfektur genannt. Von Okinawas Hauptinsel fliegt man weitere 500 Kilometer, um schließlich auf die Insel zu gelangen. Von dort wäre es tatsächlich nur noch ein kurzer Weg nach Taiwan. Mit einer Fläche von 28 Quadratkilometern, 1500 Einwohnern und einem großen Anteil an Militärbasen kann man sich gut ausmalen, dass touristisch nicht viel los ist. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sollen auch rar sein. Und natürlich sind wir auch auf das Hotel gespannt, das bereits auf der Buchungswebsite spartanisch aussah. Echt mal sehen, was uns erwartet. Eigentlich müssen wir nun 2 Kilometer vom Flughafen zu unserer Unterkunft. Aber beide Taxi-Apps, sowohl die japanische Go-App als auch Uber, streiken auf Yonaguni. Später erfahren wir, dass es überhaupt nur ein Taxi geben soll. Das Personal vor Ort sieht uns entsprechend merkwürdig an, dass wir keine Mietwagenbuchung besitzen. Wir wandern als einzige Ankommende zur Bushaltestelle. Da kommt er auch schon. Wir umkreisen die Insel mit dem einzigen verfügbaren Bus und sehen gleich die erste Attraktion. Yonaguni-Pferde. Davon gibt es weltweit unter 100 Stück. Und hier leben sie. Okay. So geil. So erkennt man hier die Bushaltestellen. So, Zeit unser Hotel zu beziehen. Oh, tolle kaputte Autos und hier sind auch schon unsere Container. Geiler Scheiß.
Zuerst nehmen wir unser Begrüßungsvideo auf. Hier nochmal die Szene, wo Corinna von der Welle erwischt wird. Dann sehen wir uns an, in welchem Ort wir gelandet sind. Genießt die Eindrücke der Containerumgebung. In einem kleinen Konbini, allen Anschein nach die alleinige Einkaufsmöglichkeit in der Nähe, besorgen wir uns ein paar Kleinigkeiten für den einzigen Abend auf der Insel. Dann steht Abendessen an. Da es kaum Restaurants gibt, hat unser Unterkunftsanbieter Munbu angeboten, im eigenen Restaurant eine Yonaguni-Spezialität, nämlich Schwertfisch Shabu Shabu, zu servieren. Wir sagen nicht nein, kommen allerdings statt in einem Restaurant an einem Holzbrettverschlag an. Also wir sind jetzt in der letzten Bretterbude und werden jetzt gleich was essen, und zwar Shabu Shabu mit Schwertfisch. Und es wird geil. Mitten im Sturm. Und Vollmond, das klingt sogar noch schlimmer. Ja, das ist Vollmond, ja. Wir haben Vollmond, wir haben Sturm. Nach Vollmond im Sturm. Was kannst du denn sagen? Willkommen auf Yonaguni. Aber das sieht schon geil aus. Ja, schaut nice aus. Schwertfisch. Das Essen war geil, da gibt's nicht viel zu meckern und wir werden den halbwegs gemütlichen Abend allein schon wegen der Location sicherlich in Erinnerung behalten. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und heute machen wir es wahr. Wir wandern zum westlichsten Punkt von Japan. Okay, wandern ist eine minimale Lüge, wir nehmen den Bus. Hier gibt es nämlich tatsächlich, ganz interessant, falls ihr mal herkommen wollt, eine Busroute. Und dieser Bus fährt einmal die Stunde komplett um die Insel. Gibt es ein paar Ausnahmen, aber Pläne liegen am Flughafen aus, also überhaupt kein Problem. Die haben eben ein bisschen komisch geschaut, dass wir hier irgendwie die Einzigen sind, die keinen Mietwagen nehmen. Hey, aber unsere größte Superkraft, wir sind Deutsche, wir können auf den Bus warten und ihn nutzen. Und deswegen jetzt to the west.
Arigatou gozaimashita. Da muss man hin. Der Bus ist übrigens kostenlos. Und den haben wir gestern gegessen. Auftrag erfüllt. Das war der westlichste Punkt Japans. Corinna lässt sich's nicht nehmen, zur Feier am Nama Beach eine Runde Poi zu spielen. Noch ein paar allgemeine Infos zu unserem eintägigen Aufenthalt. Wir fanden Mumbu als Anbieter von Unterkunft und Abendessen sehr zuvorkommend. Allerdings findet man im Netz auch Aussagen, dass die Firma kaum mit den Locals zusammenarbeitet und Touristen lieber in eigene Angebote lockt. Wir können dazu aufgrund des Kurzaufenthalts kaum Stellung nehmen. Lass uns aber mitgeben, dass sie sich ein sehr gutes Monopol erarbeitet haben. Als einziger Hotelanbieter mit Rezeption direkt am Flughafen langen sie auch ordentlich hin. Der Yonaguni-Aufenthalt im Container war die teuerste Nacht des ganzen Japan-Urlaubs. Und das ohne Fernseher auf Bude. Das Shabu Shabu war lecker, aber auch eher auf der teureren Schiene. Hätten wir den Ausflug mit all diesem Wissen gemacht? Wahrscheinlich schon. Würden es sogar weiterempfehlen. Macht euch aber klar, dass ihr ohne erweiterte Japanischkenntnisse sehr stark von Mumbu abhängig seid.
SBK on Tour verlässt Yonaguni nach einem sehr interessanten Tag auf der Insel wieder. Wir werden dieses Abenteuer trotz kleiner Widrigkeiten oder vielleicht gerade deswegen positiv in Erinnerung behalten und hoffen, dass auch euch diese kleine Videotour gefiel. Kleiner Tipp noch zum Abschluss, das Marlin Café am Flughafen selbst ist eine tolle Restaurantalternative, allerdings schließt es bereits am späten Nachmittag. Jetzt aber Abflug!